Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten League of Legends Guide. Kurz zu mir, ich bin Yoga, spiele seit 2011 League of Legends und bin ADC Main. Derzeit Emerald 2 auf meiner Road to Diamond, die ich regelmäßig auf Twitch streame. Wenn du dabei sein möchtest, schau gerne in die Kanalinfo und lass mir ein Like, Abo oder Kommentar da, wenn dir das Video gefällt. Am besten alles. Im heutigen Video soll es um Zeri gehen. Ich zeige euch, wieso Zeri momentan und generell ein solider ADC-Pick ist, der sich für euch lohnen könnte. Als erstes fangen wir kurz mit ihren Fähigkeiten an. Zeris Passive. Ihre Angriffe zählen als Fähigkeiten und nicht als Autotext bis auf ihre Q. Zeri hat unter ihrer Lebensanzeige eine Leiste, die sich füllt, wenn man sich bewegt oder ihre Q nutzt. Sobald diese Anzeige voll ist, entlädt Zeri den gesamten Schaden als einen normalen Autotech und macht Bonusschaden. Zusätzlich kann Zeri Gegner, die unter eine gewisse HP-Grenze fallen, sofort exekuten. Ihre Q ist eine Fähigkeit, die immer den ersten Gegner angreift bzw. trifft. Zusätzlich skaliert sie mit Attack Speed, kann critten und löst On-Hit-Effekte aus. Mit ihrer W verschießt Zeri einen elektrischen Impuls, der bei direktem Treffer den Gegner verlangsamt. Außerdem kann Zeri ihre Fähigkeit über Wände und andere Hindernisse wie beispielsweise Trundle Pillar schießen. Beim Schuss über Terrain wird der Wirkungsbereich größer und ihre Fähigkeit crittet. Ihre E ist ein Dash, mit der sie über jede Wand springen kann. Ihre Qs gehen dann durch alle Minions-Gegner durch. Mit der Ulti macht sie einen Flächenschaden, der ihr Stacking Movement Speed gibt und immer mehr Schaden verursacht, je öfter sie den Gegner trifft. Kommen wir nun zu ihren Stärken. Eine von Zeris Stärken ist, dass sie sehr gut ins Late Game skaliert. Sie macht extrem viel Spaß, bietet extrem viel Outplay-Potential, gerade mit ihren Fähigkeiten. Ihre Ultimate ist sehr stark in Teamfights, was gerade für Solo-Queue-Spieler interessant sein sollte. Sie macht Hybrid-Damage. Ihre W beispielsweise macht magischen Schaden und auch die Entladung ihrer Q-Passive ist magisch. Man kann sehr gut mit ihr kiten, ihre Range ist gerade mit der Ulti sehr hoch und sie ist sehr mechanisch. Nun kommen wir zu Zeris Schwächen. Sie ist ein schwer zu meisternder Champion, sehr squishy, vor allem Early Game. Sie ist sehr Skillshot basiert und hat dementsprechend ein sehr hohes Skill Gap. Sie braucht einen Support, der sie gut peelen kann, wie jeder andere ADC auch, manche mehr, manche weniger. Sie ist nicht der beste ADC gegen Tanks, aber sie ist ganz solide. Nun kommen wir zu ihrer Itemization bzw. ihrem Item-Build. Generell sind Item-Builds immer eine temporäre Sache und sollten in den meisten Fällen nach Monaten stark variieren, weil Patches und Changes dazu führen können, dass ein Item schwächer oder stärker wird. Aktuell spielt man Zeri oft mit einem Call plus Potion auf der Lane. Solltet ihr aber relativ viel Poke entgegenstehen, könnt ihr auch darüber nachdenken, dass ihr ein Langschwert und 3 Heal Potions benutzt, damit ihr mehr Sustain habt. Ihr darauf folgender Build-Path ist meistens immer dasselbe. Man holt sich erstens einen Statics Stich, geht dann into Navori Quickblade und das dritte Item sollte dann schon an das Game angepasst sein. Braucht ihr mehr Sustain bzw. mehr Lifesteal und habt längere Fights, empfiehlt sich ein Bloodthirster. Solltet ihr mehr Tanks in dem Game haben, ein Lord Dominix. Und wenn ihr noch stärker kiten möchtet, könnt ihr euch auch einen Phantom Dancer holen. Ein Item, was derzeit sehr beliebt ist Runans Hurricane. Dieses synergiert einfach perfekt mit Zeris Q, macht enormen Schaden in Teamfights. Nun kommen wir zum wichtigsten Teil des Guides, die Laning Phase und wie ihr diese bestmöglich spielt. Generell haben ADCs gegen APCs, wie beispielsweise Veigar, Seraphine, Ziggs oder Swain, eine harte Lane. Der Grund dafür ist offensichtlich, denn APCs kriegen in Short Trades mehr Burst Damage raus als ihr und machen damit auf der Lane schneller mehr Schaden als ein ADC, der gewisse Items und längere Fights braucht, um mehr Schaden rauszubekommen. Der einzige Weg hier gegen anzukommen ist zu versuchen, den meisten Damage zu dodgen und das kurze Zeitfenster zu nutzen, wenn die APCs ihre Fähigkeiten auf Cooldown haben. Zusätzlich könnte es hier von Nutzen sein, Cleanse mit auf die Lane zu nehmen und die Spark Surge, also Zeris E, um Spells zu dodgen. Tendenziell solltet ihr als Zeri weniger Probleme mit High-Range ADCs haben, da ihr in der Regel keine großen Range-Nachteile habt. Harassen ist schwer mit Zeri, da die Minions einen großen Teil eurer Qs fressen und ihr nur schwer zu den Gegnern durchschlagen könnt. Hier solltet ihr darauf achten, dass ihr die Lane sicher durchsteht und gut CS farmt, bis ihr eure Ulti habt. Mit der könnt ihr unter gewissen Umständen, sollte der Gegner beispielsweise seine Kombi daneben gehauen haben, eure E und eure Ulti nutzen, um gut in die Gegner rein zu engagen und euren Damage hochzustacken. Short-Range ADCs oder All-In ADCs stellen für Zeri ein Problem dar, vor allem wenn ihr in ihrer Range seid. Wenn ihr hier das Spacing im Griff habt, solltet ihr die Lane vernünftig bestreiten können, ohne dass ihr Gefahr lauft, engaged zu werden. Hier bedarf es einer gewissen Erfahrung. Gerade Kombis wie beispielsweise Samira plus Alistar sind natürlich hart zu bekämpfen, da ihr Engage alles outdamage, was ihr ihnen entgegenbringen könnt. Hier könnte es nützlich sein, um Wände zu spielen, die ihr jederzeit für einen guten Escape nutzen könnt, um auch in etwas schlechteren Positionen wegkommen zu können.
Außerdem ist ein Exhaust gegen solche All-In-Kombos wichtig. Gegen Kiting-ADCs hängt es davon ab, wie viel Skill ihr selber habt. Das ist auch meistens unabhängig davon, welchen ADC ihr spielt. Bei Zeri ist es so, dass eure W sehr gut ist, um den Gegner zu slowen. Ihr wollt im Idealfall, dass der ADC in der Nähe einer Wand ist, um seinen Bewegungsradius einzudämmen und solltet in eurer Teamcomp darauf achten, dass ihr etwas habt, um diese festzusetzen, also CC. Die letzte Kategorie, der ihr entgegenstehen könntet, sind die Hypercarries. Zeri hat im Late Game gegen die meisten Hypercarries das Nachsehen. Ihr Schaden kommt nicht in die Nähe eines Late Game Hypercarries wie Kog'Maw, Jinx oder Twitch. Ihr Attack Speed ist gecapped auf 1,5% und ihr müsst euren Skillshot, also eure Q, permanent treffen, um Schaden rauszubekommen. Hiergegen braucht ihr als Team immer guten Engage. Solltet ihr einen Enchanter in eurem Team haben, könnte das ebenfalls helfen. Dann genügt es, wenn ihr lange genug überlebt und euer Enchanter den gegnerischen ADC killt, bzw. davon abhält, euch zu treffen. Masteries und Runen. Hier gibt es meiner Meinung nach 2 nennenswerte Masteries. Lethal Tempo ist aktuell die beste Rune für Zeri. Es synergiert sehr gut mit ihrer Ulti. Lethal Tempo hat ein großartiges Mid- bis Late Game, aber kann in der Lane etwas herausfordernder sein, wenn ihr permanent gepressured werdet. Lethal Tempo fängt erst an richtig stark zu werden, wenn ihr Level 6 seid und eure Ultimate habt. Diese hilft euch schnell, eure Stacks hochzubekommen. Die zusätzliche Range, die ihr dann mit eurer Ulti bekommt, ist ein weiterer Punkt, der euch noch etwas sicherer auf der Lane spielen lässt. Die zweite Rune, die ihr spielen könntet, ist Fleet Footwork. Diese macht mehr Sinn, wenn ihr auf der Lane öfter tradet oder gegen Bullies spielt, die euch regelmäßig mit ihrem Schaden nerven. Sie gibt euch mehr Sustain und zusätzlich einen besseren Disengage. Kommen wir jetzt zu den Tipps und Tricks mit Zeri. Ihr könnt ihre E benutzen, um schneller zur Lane zu kommen. Ihr könnt ihre E und die W gleichzeitig benutzen, funktioniert übrigens auch mit der Ulti. Ihr könnt ihre W benutzen, um Vision zu bekommen. Ihr könnt mit Flash eure W-Cast-Animation abbrechen, um noch mehr Schaden rauszubekommen. Und zu guter Letzt, Ronan stackt ihre Passive schneller. Das war's nun auch schon mit meinem Zeri Guide. Ich hoffe, ich konnte euch den Champion ein bisschen näher bringen und schmackhaft machen. Sie ist wirklich ein toller Pick und macht viel Spaß. Falls euch das Video gefallen hat, lasst es mich gerne wissen. Falls du dir noch einen anderen Champion wünschst, schreib es mir gerne in die Kommentare. Bleibt stramm und bis zum nächsten Mal.